Callum, tell Mommy where you are. This way, this way. Callum, damit kann ich nichts anfangen. Damit kann ich nichts anfangen. Ach ja, können wir hier eigentlich irgendwie so ein Ding starten? Ich glaube aber nicht. Aber da ist auch wieder ein Teddy. Vielleicht hat er so einen 5-Cent-China-Teddy ja hier auf dem Jahrmarkt gewonnen. Bei irgendwas. Weil es gab ja hier auch irgendwie so eine Valley zum Essen, wo man, da gibt es bestimmt dann auch so Dosen werfen, ne? Sowas, was man halt kennt. Und vielleicht hat er den ja da gewonnen und weil das so ein schöner Tag mit der Mutter war, vor x tausend Jahren, wenn man das sich jetzt mal so anguckt, wollte er den halt unbedingt behalten, hat den irgendwo drin liegen lassen. Hat sich das Ding bewegt? Achso, das waren wir. Okay. Ja, hat er das Ding halt irgendwie liegen lassen und ist halt wieder zurück, weil er das Ding haben wollte. Aber warum der Park dann jetzt auf einmal so aussieht, das ist für mich noch nicht so ganz ersichtlich. Aber nun gut, es ist ein Videospiel. Da muss nichts logisch sein. Es muss einfach nur Spaß machen. Und das tut's. Naja. Ich glaube, das war auch irgendwie so der einzige Teddy. Vorne leuchtet einer. Gehen wir auch gleich mal direkt hingucken. Vielleicht können wir mit dem fahren. Dann fahren wir hier mit uns alleine. Ja, es macht Spaß. Ich fahre auch gern einfach mal so auf die Autobahn drauf, weil es Spaß macht. Autobahn zu fahren. Kein Witz. Mache ich wirklich gerne. Das ist die Achterbahn. Da ist das Riesenrad im Hintergrund. So, haben wir hier noch irgendetwas? Na gut, dann gehen wir mal. Da liegt doch auch was. Accident Report. Accident Report. Boah. Mal ein bisschen weiter nach vorne wieder gehen. Crane. Richard, during the transport of the bumper cars into the area, one of the straps attaching the load to the truck came until... Also Francis wurde halt getötet von so einem herunterfallenden Autoscooter-Auto, was beim Anliefern irgendwie runtergefallen ist. Und da muss wohl irgendjemand, den nur er gesehen hat, wohl dann der Ladefläche gestanden haben. Ja, und die fragen halt, was könnte man tun, um sowas in Zukunft zu vermeiden. Hier dann steht irgendwas mit Drogentests. Oh. Scheiße. Nein. Boah. Aha. Aha. Okay, ich glaube, dieses Karussell soll man nicht unbedingt fahren. Callum? Callum! Okay. Very... Hat er gerade ein Baby geschrien? Mommy is coming, Callum! Warum schreit da ein Baby? Jetzt mal hier hingehen, mal gucken, ob hier noch irgendwas ist. Ja, noch eine Seite. Toll, muss ich wieder nach vorne gehen. Da wurde so ein Inspektor geschickt, um die Unfälle halt in dem Park zu untersuchen. Mit dem wurde hier eine Tour durch den Park gemacht, also eine große Tour, wurde alles begutachtet. Der Inspektor wurde darüber unterrichtet, was halt
an Sicherheitsmaßnahmen da getroffen sind. Und dass der Park irgendwie gegen ihn arbeitet. Dass dieser Mann halt immer mehr mit diesem Park irgendwie interagiert hat, je länger er halt da war. Und dass er halt irgendwie paranoid wurde und ihm halt angeboten wurde, also dem Inspektor, dass er halt in einem guten Hotel auf Kosten des Parkes untergebracht wurde, nur damit er da rausgeht, aber das wollte er nicht. Und dass halt dieser Inspektor den Park verschließen wird. Okay. Ich bezweifle aber stark, dass wir jetzt hier lang sollen. Hier einfach mal... Ne, wir können hier nicht runter. Aber haben wir schon wieder was Gutes gefunden, ne? Und gute Hintergrundinformationen. Das heißt, der Park hat irgendwie ein Eigenleben entwickelt. Ja, so wie in dem Film Poltergeist, ne? So mit dem Indianerfriedhof, wo drauf gebaut wurde und dann ging da die Luzi ab. Und so in etwa scheint das jetzt hier zu sein. Mit diesem Park halt, ne? So irgendwas. Ja, ich weiß nur nicht was, aber irgendwas. Irgendwas Ananas. Vielleicht geht's ja jetzt hoch zum Riesenrad. Wäre doch auch mal schön. Stay where you are. Da haben wir ja eigentlich schon alles durch, also fast alles durch, ne? Fehlt noch Riesenrad. Ein schreiendes Baby. Da ist es schon wieder. Also das Riesenrad fehlt noch. Die Achterbahn und da dieses Horrorhaus. Aber wie kann das Ding hier noch leuchten ohne Strom? Das verstehe ich nicht so ganz. Not really. Aber gut, gehen wir erstmal hoch. Checken wir da mal so ein bisschen, was die Lage. Callum, why did you go? It's a matter of public record that I am a failure as a mother. Once, when Callum was very small, I left him asleep in the car while I ran an errand. Don't even remember what it was. When I came back, the sheriff was standing next to the car, watching my boy through the window. I didn't like what I saw in his eyes. Judgment. He wrote me the ticket without saying a word. Just the scratch of his pen on the notepad. When he gave it to me, our eyes met. I know what you're going through. My daughter, Helen, she just gets some help. Help was a bolt of lightning. Help was 1,000 volts surging through my veins. Help is agony. I'd rather die. I wanted to scream. I'd rather you pulled your gun and shot me. But instead my mouth said, yes, Sheriff. So eine gute Mutter scheint es dann wohl doch nicht zu sein. Also für die, die das jetzt nicht so ganz verstanden haben, sie hat wohl den Callum wohl in meinem Auto gelassen, während sie halt irgendwie rumspaziert ist. Ja, als sie wiederkam, stand halt ein Polizist am Fenster, hat den Sohn halt betrachtet und hat ihr dann halt ein Parkticket geschrieben, ohne irgendwas großartig dazu zu sagen. Und ja, nachher hat er dann wohl irgendwas gesagt von seiner Tochter und sie brauchen Hilfe und sie so, nein, wir gehen Hilfe. Also so innerlich natürlich gesagt, nicht wirklich gesagt. Und dass sie halt sagte von wegen, ja, nimm doch deine Scheißwaffe und schieß mir ins Gesicht. Irgendwie so. Und schon wieder Readpage. Mann, hier. Boah. Continually delayed by the incompetence of the builders. The problem is that there are locals and so they believe in what Anderson used to do here. He
muss wohl irgendwie eine Legende um dieses Grundstück sein. Und die Bauarbeiter waren aufgrund dessen auf diesen Legenden, womit die halt auch schon aufgewachsen sind, wohl, ja, die waren nicht so begeistert. Und die denken halt, dass das irgendwas mit schwarzer Magie, also mit Geistern, mit paranormalen Sachen zu tun hat. Also und genau deswegen hat er halt diesen Platz genommen, wegen dem ganzen Potenzial. Solomon Island ist ein Nexus-Vertrag, also das hat diese Insel, ja, ein Sammelpunkt für diese dunkle Energie ist. Und ja, das haben wir ja schon so ein bisschen festgestellt, ne? Als er halt in Brooklyn, New York halt angerufen hat und wissen wollte, ob die halt welche historischen Bücher hier drüber haben. Old Man Henderson has some pretty strong conditions in Brooklyn Road. Also dass dieser Henderson da halt irgendwie seine Finger mit im Spiel hat. Und dass er halt auch diese Bücher geschrieben hat. Okay, also Benzin, eine Rohrpumpenzange, ein Rohr, Spaten, Benzin, eine Axt, Benzin und Müll. Hier kann man wahrscheinlich auch nicht rein. Reingucken ist wohl, glaube ich, auch nicht so gewesen, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Ne. Das sieht schon geil aus. Ne? Vor allem in der Mond. So also wenn das Riesenrad halt den Mond so teilt. Und da fehlt auch eine Gondel. Ja, da fehlt eine Gondel. Ich möchte gar nicht wissen, wo die ist. Oh, der saved hier aber auch ziemlich viel. So, haben wir hier den Entrance. Where are you, Callum? Irgendwie, wenn wir jetzt nach dem Ofen kommen, auf dieses Babygeschrei. Mysteriös. Ich denke, wir fahren einfach mal wieder eine Runde hier, ne? Hab ich jetzt voll Bock drauf auf Riesenrad. Das ist ja Sprachbehinderung. Das erinnert mich irgendwie daran, an das Riesenrad, was hier immer in Düsseldorf steht, auf der Kirmes und auf So they are going to Gott, close schon this wieder. place down. Doesn't surprise me. Ja, Park soll wohl geschlossen werden und sie überrascht es nicht. So, State Inspection Report 1980. Okay. Inspector comments after touring the park, running the rides and viewing the starting number of incidents, sociality in the park. Also der Inspektor sagt halt, der Park soll nach eingehender Überprüfung, sagt er halt, dass der Park definitiv so lange geschlossen werden soll, bis der Nathaniel Winter diese Mängel halt behebt. Dass dieser Mr. Winter und der Senator wohl einen guten Draht zueinander haben. Und das ist halt seltsam, also dass er halt nicht glaubt, dass sich da großartig aufgrund deswegen halt was ändern wird. Dass er halt denkt, dass aufgrund dieser ganzen Unfälle, die auch schon beim Bau passiert sind, irgendwas mit diesen Konstruktionen halt so gar nicht stimmt. Also dass schon die Basis irgendwie kaputt ist oder falsch ist. So, Family of 3 killed when a roller coaster cart derailed. So ein Wagen ist entgleist, 3 Leute tot. 14 andere Unfälle von gebrochenen Knochen und Verletzungen
gesplitterten Rippen und sowas. Während der Oktotron-Fahrt, also von dieser Krake da. 3 Selbstmorde von dem Top auf hier den Ferris Wheel, also hier vom Riesenrad. Child seriously injured on the escalator. Auch nett. Over a dozen children reported missing in the House of Horrors. Sind viele Kinder verloren gegangen. Und es sind halt sehr viele Unfälle, die sehr mysteriös sind. So, ich denke mal, wir müssen das Ding irgendwie wieder anhalten. Increase Speed. Nein, wir wollen decreasen. Decrease. Und noch einmal und dann sollte es das auch gewesen sein. So. Let's have a ride. Die Aussicht mal ein bisschen hier genießen. Okay, Callum können wir jetzt irgendwie nicht rufen. Die sitzt aber auch ganz entspannt, ne? People come into your life for a reason. Dad used to say that before Mom ran off. After that, he mostly just drank. Things were different for Don and I. When we met, I was sweeping the floor at Susie's diner. He came in with some workers, but he didn't try to flirt or cop a feel like the others. He just ordered a coffee and sat there, watching me. When my shift was over, he offered to walk me home. I don't know how to describe that walk. We talked and laughed and eventually kissed. It felt like love. It felt like a fairy tale. I can't tell you if Callum was made that night or one of the ones that followed. But I think it has to be that night. That one perfect night. Don and I moved in together, but then, well, he died. According to the supervisor, his safety harness failed when he was working on the top of the Ferris wheel. Don was there one moment, and then gone. Sometimes people leave your life for no reason. I was 3 months pregnant with Callum. Fairy tale fucking over. So sagt man aber nicht. Ja, also die Mutter ist wohl weggerannt, der Vater da Alkoholiker. Sie hat dann in einem Diner gearbeitet und da kam halt Don rein. So, und Don ist halt bei den Bauarbeiten an diesem Riesenrad hier gestorben. So wie ich das jetzt verstanden habe. Da! Wer ist das? Auf jeden Fall haben die sich da halt in diesem Diner kennengelernt. Und sie weiß halt nicht, ein Fehler ist aufgetreten. Das ist immer gut. Und sie weiß halt nicht, ob Callum halt in dieser Nacht entstanden ist oder in einer der darauffolgenden Nächte. Was Fakt ist, nachdem sie halt schwanger, oder als sie halt schwanger war und Don starb, war sie bereits im 3. Monat.